Ihr Lieben, oh ja, unsere Seele spricht durch unseren Körper. Vielleicht ist es Müdigkeit, vielleicht ist es Erschöpfung, innere Unruhe, Ängste, die uns längst Vergangenes oder Verdrängtes zeigen. Schau dahin, wo es weh tut. Vielleicht schmerzt der Kopf, weil da immer viel zu viele Gedanken sind, weil wir zu viele Probleme wälzen, das Gedankenkarussell, das nie zum Stillstand kommt. Oder es ist der Druck, den wir uns oft selbst auferlegen, Perfektionismus, es allen recht machen zu wollen. Vielleicht ist es auch Frustration oder Freudlosigkeit im Alltag. Vielleicht schmerzen die Schultern, weil wir viel zu viel getragen haben, viel zu oft angespannt sind, zu viel auf uns genommen haben. Vielleicht schmerzt der Rücken, weil die Last zu groß war, viel zu lange schon. Vielleicht spüren wir unseren Magen, weil wir viel zu oft gestresst sind, Ärger haben, Dinge in uns hineinfressen. Vielleicht haben wir Probleme mit der Verdauung, weil wir etwas nicht verarbeiten können. Wir Angst vor einer gegenwärtigen Situation haben oder zu sehr festhalten an irgendetwas. Und vielleicht spüren wir auch unser Herz, weil etwas zu sehr wehgetan hat. Wir verletzt wurden, das Leben aus dem Rhythmus gekommen ist. Vielleicht spüren wir die Hüften, weil etwas ganz und gar nicht im Gleichgewicht ist. Vielleicht die Blase, die uns verborgene Ängste zeigt, die auch mit Vergebung in Zusammenhang steht. Und vielleicht sind es auch die Augen, die Ohren, weil wir nicht hinsehen, nicht hinhören wollen, uns vor etwas verschließen, vielleicht. Und vielleicht sind es Tränen, die vermeintlich ohne Grund fließen und deren Ursache doch immer tief in uns zu finden ist. Ja, Tränen sind das Abwasser der Seele und sie haben auch eine reinigende Wirkung. Unsere Hände haben übrigens ein eigenes Gedächtnis. Sie stehen für die Erfahrungen im Leben, für das Greifen, Begreifen und wie wir damit umgehen können. Bluthochdruck kann für ungelöste Konflikte stehen, für ständigen Druck, für emotionale Probleme. Die Leber für Wut und für notwendige Entgiftung. Die Galle für Verbitterung über frühere Geschehnisse. Die Lunge für Trauer, aber auch traumatische Erlebnisse in der Vergangenheit, aber auch für das tiefe Bedürfnis nach Liebe und Selbstvertrauen. Die Bauchspeicheldrüse für Enttäuschung, aber auch Mangel an Selbstliebe. Das Leben hat seine Süße verloren. Die Nieren stehen für Beziehungsprobleme, Schwindel für Unsicherheit und Mangel an Halt und Vertrauen. Probleme mit der Haut, oh ja, sie ist unser Schutz nach außen. Unsere Abwehr nach außen zeigt sich hier
aber sie ist auch unser emotionaler Spiegel. Hier zeigen sich unsere unterdrückten Gefühle. Gewichtszunahme. Hier wird versucht, eine innere Leere zu füllen, aber auch sich vor Verletzungen zu schützen, die oft schon sehr früh im Leben erfahren wurden. Die Zähne stehen für unsere Entscheidungs- und Durchsetzungskraft. Zahnprobleme für Unentschlossenheit, Zweifel, Verlustangst oder die Unfähigkeit, zu uns selbst zu stehen. Und ja, die Zähne hängen übrigens energetisch mit den Nieren zusammen, die Leber mit den Augen und so weiter. Und dies sind nur einige wenige Aspekte, die ich hier aufführe, was hinter Krankheiten und Beschwerden stehen kann. Denn das Ganze ist noch viel komplexer. Und ganz oft sind es auch unsere Tiere, die uns durch Krankheiten und Beschwerden unsere Probleme aufzeigen. Die linke Seite steht übrigens für den weiblichen Teil der Familie, die rechte Seite für den männlichen. Und hier kann man bei den Tieren oft sehr viel erkennen. Oh ja, die Tiere tragen so viel für und mit uns, zeigen uns unsere Belastungen auf, sind unsere Spiegel, wie es sich immer wieder in meinen Tierkommunikationen und auch energetischen Behandlungen zeigt. Und oft wundern sich die Menschen, warum die Tiere die gleichen Probleme und Beschwerden haben. Und ganz oft ist es so, dass hier körperlich gar keine Ursache gefunden werden kann. Dann hat es immer mit Spiegeln zu tun. Das lehre ich auch in meinen Seminaren. Man kann die Tiere niemals ohne ihre Menschen betrachten. Die Tiere sind Spiegel unserer Seele. Sie sind Teil unseres Energiefelds, so tief mit uns verbunden. Und auch dazu gibt es bereits ein Video von mir. Die Tiere ziehen keine Grenze zwischen sich und uns. Sie drücken das aus, was wir in uns unterdrücken, vielleicht viel zu lange schon. Sie sind Führer zu unserem Inneren, Führer zu uns selbst. Sie entwickeln Verhaltens- und körperliche Probleme, um uns zu zeigen, uns einen Spiegel vorzuhalten, was nicht im Gleichgewicht ist in unserem Leben, und sie tun das aus ihrer tiefen Liebe heraus. Und sobald es uns besser geht, sobald wir etwas verändern, kann es auch ihnen wieder besser gehen. Und plötzlich können auch Krankheiten heilen, wie ich es ganz oft erlebt habe. Ja, ihr Lieben, es ist wichtig, genau hinzuschauen, was die Seele uns sagen möchte. Auch wenn es nicht leicht ist, tief in uns hineinzuschauen, verborgene Wahrheiten zu erkennen. Es ist wichtig zu erkennen, was wir loslassen müssen, was
nicht mehr zu uns gehört. Und genau diese Zeit der großen Veränderungen ist die Zeit hierfür, in uns selbst aufzuräumen und dem Weg unserer Seele zu folgen. Alles, was wir erlebt haben, war da, um zu lernen, ja, um uns stärker zu machen, uns wachsen zu lassen. Verabschieden wir es in Dankbarkeit, um uns zu befreien und weiterzugehen, frei und stark auf unserem Weg. In diesem Sinne, alles Liebe für euch. Eure Silvia.